Wie gut ist der Sparkasse-Kredit per Klick? Welche Besonderheiten bietet er gegenüber den Darlehen anderer Banken? Sind die Zinsen günstig im Vergleich oder eher teuer? Wir zeigen dir alle Vor- und Nachteile des Sparkassen-Online-Kredites. Am Ende des Videos sagen wir dir, wann er sich für dich lohnt und wann eine Alternative besser geeignet sein könnte. Den Sparkassenkredit sowie einen Anbieter, bei dem du mit nur einer Anfrage die Angebote von mehr als 20 Banken anfordern kannst, verlinken wir unter dem Video. Bevor wir zu den Vor- und Nachteilen kommen, beantworten wir erst einmal die wichtigsten Fragen. Die Konditionen des Sparkassenkredites. Welche Kreditsummen und Laufzeiten gibt es? Die Mindestkreditsumme beim Sparkassenratenkredit liegt bei nur 1.000 Euro. Die maximale Kreditsumme beträgt 80.000 Euro. Bei den Laufzeiten kannst du zwischen 12 und 120 Monaten, also 1 bis 10 Jahren wählen. Wie hoch sind die Zinsen? Die Zinshöhe wird beim Sparkassen-Online-Kredit anhand deiner Bonität festgelegt. Der feste Sollzins liegt zwischen 5,36% und 13,56% per annum. Der effektive Jahreszins zwischen 5,49 und 14,44%. Damit Kunden einschätzen können, in welcher Höhe ihr persönlicher Zins beim Sparkassenkredit liegen könnte, hilft das repräsentative Beispiel gemäß § 6a Preisangabenverordnung. Es zeigt die Konditionen, die 2/3 aller Sparkassenkunden für den Ratenkredit erhalten. In diesem Fall wäre das 2/3-Beispiel wie folgt. Bei einem Nettodarlehensbetrag von 15.000 Euro und einer Laufzeit von 72 Monaten ergeben sich 72 Raten in Höhe von je 281,47 Euro. Der feste Sollzins beträgt 10,47% per annum und der effektive Jahreszins 10,99%. Der Gesamtbetrag beträgt 20.266,15 Euro. Kreditgeber ist die S-Kreditpartner GmbH in der Prinzregentenstraße 25 in 10715 Berlin. Kreditvermittler ist deine Sparkasse. Sind Sondertilgungen kostenlos möglich? Wenn du zusätzliche Tilgungen leisten möchtest, ist das beim Sparkassenkredit ohne Extrakosten möglich. Fällt bei vorzeitiger Rückzahlung des Kredites eine Vorfälligkeitsentschädigung an? Auch die vorzeitige Kompletttilgung ist kostenlos möglich. Kann man den Kredit aufstocken? Wenn du den Kredit erhöhen möchtest, kannst du das im Online-Banking beantragen. Kann man den Sparkassenkredit komplett online beantragen? Der Kredit per Klick kann zu 100% digital beantragt werden. Du musst nicht zu einer Sparkassenfiliale oder zur Post gehen. Können auch Selbstständige und Freiberufler den Sparkassenkredit beantragen? Der Sparkassenkredit per Klick kann nur von Angestellten, Rentnern und Pensionären beantragt werden. Für Selbstständige und Freiberufler ist der Sparkassen-Online-Kredit derzeit nicht verfügbar. Wenn du selbstständig bist, ist eine Beratung in der Filiale möglich. Unter dem Video verlinken wir dir außerdem einen Anbieter, bei dem auch Kredite für Selbstständige und Freiberufler möglich sind. Wie lang ist die Bearbeitungsdauer bis zur Auszahlung? Dank der komplett digitalen Beantragung kann der Ratenkredit von der Sparkasse innerhalb von 24 Stunden ausgezahlt werden. Ist eine Ratenpause möglich? Eine fest planbare Ratenpause ist nicht möglich. Wenn du deine Rate nicht zahlen kannst, musst du hier den Kundenservice kontaktieren. Gibt es eine Restschuldversicherung bei der Sparkasse? Ja, die Sparkasse bietet eine Restkreditversicherung an. Überlege gut, ob du sie abschließen möchtest. Restkreditversicherungen sind in der Regel sehr teuer. Voraussetzungen für den Sparkassenkredit. Um den Kredit zu beantragen, musst du folgende Bedingungen erfüllen. Du musst volljährig sein, einen Wohnsitz in Deutschland haben, ein Girokonto mit Online-Banking bei der Sparkasse haben und dein Gehalt oder deine Rente muss auf das Konto gezahlt werden. Welche Unterlagen und Dokumente werden benötigt? Du brauchst keine Unterlagen einreichen, wenn du dein Sparkassenkonto als Gehaltskonto nutzt. Vorteile vom Sparkassenkredit: geringe Mindestlaufzeit, hohe maximale Laufzeit, der Kredit kann 100% digital beantragt werden, schnelle Auszahlung und der Kredit kann einfach aufgestockt werden. Nachteile vom Sparkassenkredit: Die maximale Kreditsumme ist mit 80.000 Euro relativ niedrig, Zinsen sind bei durchschnittlicher Bonität recht hoch und der Kredit ist nicht für Selbstständige und Freiberufler erhältlich. Lohnt sich der Sparkassenkredit? Unsere Bewertung: Der Sparkassenkredit lohnt sich, wenn du Sparkassenkunde bist und ein möglichst günstiger Zins nicht wichtig für dich ist. Die Beantragung ist besonders einfach, denn der Antrag läuft über dein Online-Banking und erfordert, wenn du es als Gehaltskonto nutzt, keine weiteren Unterlagen. Wenn dir aber ein besonders günstiger Zins wichtig ist, dann ist der Sparkassenkredit nicht unbedingt die beste Wahl. Mit mehr als 10% ist der 2/3-Zins nämlich sehr hoch. Unter dem Video verlinken wir dir einmal einen Vergleich, bei dem du die Zinsen von rund 20 Banken mit verschiedenen Kredithöhen und Laufzeiten vergleichen kannst. Hast du noch Fragen zum Sparkassenkredit oder Ratenkrediten im Allgemeinen? Dann schreib uns einfach in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns selber einen Like von dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.